Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den Fragen des Tests Leben in Deutschland. Im heutigen Video behandeln wir die Fragen 141 bis 160. 141. Wer berät in Deutschland Personen bei Rechtsfragen und vertritt sie vor Gericht? A. Ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin. B. Ein Richter, eine Richterin. C. Ein Schöffer, eine Schöffin. D. Ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin. A. Ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin. 142. Was ist die Hauptaufgabe eines Richters, einer Richterin in Deutschland? Ein Richter, eine Richterin A. vertritt Bürger und Bürgerinnen vor einem Gericht. B. arbeitet an einem Gericht und spricht Urteile. C. ändert Gesetze. D. betreut Jugendliche vor Gericht. B. arbeitet an einem Gericht und spricht Urteile. 143. Ein Richter, eine Richterin in Deutschland gehört zur A. Judikative, B. Exekutive, C. Operative, D. Legislative. A. Judikative. 144. Ein Richter, eine Richterin gehört in Deutschland zur A. vollziehenden Gewalt, B. rechtsprechenden Gewalt, C. planenden Gewalt, D. gesetzgebenden Gewalt, B. rechtsprechenden Gewalt. 145. In Deutschland wird die Staatsgewalt geteilt. Für welche Staatsgewalt arbeitet ein Richter, eine Richterin? Für die A. Judikative, B. Exekutive, C. Presse, D. Legislative. A. Judikative. 146. Wie nennt man in Deutschland ein Verfahren vor einem Gericht? A. Programm, B. Prozedur, C. Protokoll, D. Prozess, D. Prozess. 147. Was ist die Arbeit eines Richters, einer Richterin in Deutschland? A. Deutschland regieren, B. Recht sprechen, C. Pläne erstellen, D. Gesetze erlassen, B. Recht sprechen. 148. Was ist die Aufgabe der Polizei in Deutschland? A. Das Land zu verteidigen, B. die Bürgerinnen und Bürger abzuhören, C. die Gesetze zu beschließen, D. die Einhaltung von Gesetzen zu überwachen, D. die Einhaltung von Gesetzen zu überwachen. 149. Wer kann Gerichtsschöffer, Gerichtsschöffin in Deutschland werden? A. Alle in Deutschland geborenen Einwohner, Einwohnerinnen über 18 Jahre. B. Alle deutschen Staatsangehörigen älter als 24 und jünger als 70 Jahre. C. Alle Personen, die seit mindestens 5 Jahren in Deutschland leben.
D. Nur Personen mit einem abgeschlossenen Jurastudium. B. Alle deutschen Staatsangehörigen älter als 24 und jünger als 70 Jahre. 140. Ein Gerichtschöfer, eine Gerichtschöfin in Deutschland ist a. der Stellvertreter, die Stellvertreterin des Stadtoberhaupts, b. ein ehrenamtlicher Richter, eine ehrenamtliche Richterin, c. ein Mitglied eines Gemeinderats, d. eine Person, die Jura studiert hat, b. ein ehrenamtlicher Richter, eine ehrenamtliche Richterin. 151. Wer baute die Mauer in Berlin? A. Großbritannien, b. die DDR, c. die Bundesrepublik Deutschland, d. die USA, b. die DDR. 152. Wann waren die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler in Deutschland an der Macht? A. 1918 bis 1923, b. 1932 bis 1950, c. 1933 bis 1945, d. 1945 bis 1989, c. 1933 bis 1945. 153. Was war am 8. Mai 1945? A. Tod Adolf Hitlers, b. Beginn des Berliner Mauerbaus, c. Wahl von Konrad Adenauer zum Bundeskanzler, d. Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, d. Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. 154. Wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? A. 1933, b. 1945, c. 1949, d. 1961, b. 1945. 155. Wann waren die Nationalsozialisten in Deutschland an der Macht? A. 1888 bis 1918, b. 1921 bis 1934, c. 1933 bis 1945, d. 1949 bis 1963, c. 1933 bis 1945. 156. In welchem Jahr wurde Hitler Reichskanzler? A. 1923, b. 1927, c. 1933, d. 1936, c. 1933. 157. Die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler errichteten 1933 in Deutschland a. eine Diktatur, b. einen demokratischen Staat, c. eine Monarchie, d. ein Fürstentum, a. eine Diktatur. 158. Das Dritte Reich war eine a. Diktatur, b. Demokratie, c. Monarchie, d. Räterepublik, a. Diktatur.
159. Was gab es in Deutschland nicht während der Zeit des Nationalsozialismus? A. Freie Wahlen, B. Pressezensur, C. Willkürliche Verhaftungen, D. Verfolgung der Juden, A. Freie Wahlen. 160. Welcher Krieg dauerte von 1939 bis 1945? A. Der Erste Weltkrieg, B. Der Zweite Weltkrieg, C. Der Vietnamkrieg, D. Der Golfkrieg, B. Der Zweite Weltkrieg. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.